Hola a todos! Willkommen zu einer neuen Folge Mathe Smarte Mission Uruguay in Welt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir eine neue Bombischa gekauft, denn wir waren in Uruguay. Yay! Endlich! Wir sind 3500 Kilometer quer durchs Land gefahren, das wild, weit und wunderschön ist. Und wir lieben es und sind immer noch überwältigt. Die Zeit dort ging leider viel zu schnell vorbei. Im Nachhinein haben wir das Gefühl, es waren die kürzesten 6 Wochen unseres Lebens. Wir durften so viele großartige und interessante Menschen kennenlernen, konnten unsere Fragen stellen, haben gute Antworten bekommen und wurden wirklich überall herzlich aufgenommen. Vielen Dank nochmal dafür. Und ganz ehrlich, wären wir reich, wären wir wahrscheinlich einfach da geblieben. Aber so läuft das Leben leider nicht. Deshalb heißt es jetzt, weiter überlegen, weiter abwägen, weiter herausfinden, weiter planen und uns abstimmen. Während unserer Reise habe ich ja schon ein paar Shorts, Interviews und Videos gepostet. Nach und nach kommen jetzt weitere und wir arbeiten uns gerade echt durch Stunden und terabyteweise Material. Also noch ein kleines bisschen Geduld. Wir werden euch zeigen, wo wir überall waren und erzählen euch, was uns richtig gut gefallen hat und was weniger. Und natürlich auch warum. Übrigens, es wird Korrekturfolgen geben, weil... Das Wichtigste ist aber, nicht alles glauben, was im Internet steht. Ja. Und die KI auch, was die da teilweise rausspürt, stimmt nicht. Tja, und wir haben einiges, was an Unsinn über Uruguay zu finden ist, aufgegriffen und weitererzählt. Ja, das muss natürlich berichtigt werden und wird auch berichtigt. Natürlich schauen wir uns auch in den kommenden Folgen nochmal unsere Mindmap zur Auswanderung an. Falls ihr die noch nicht kennt, oben links verlinkt und unten nochmal in der Folgenbeschreibung. Was unsere Auswanderungspläne angeht, während unserer Zeit in Uruguay haben Frau Mattes und ich ein Punktesystem ersonnen. Zum einen, damit nichts vergessen wird und zum anderen, um in Deutschland alles besser einordnen und gemeinsam bewerten zu können. Ja, wir sind schon wirklich verdammt deutsch, ne? Wir vergaben unabhängig voneinander Punkte von 1 bis 10 für alles, das was uns relevant erscheint oder das Thema Auswanderung und Planung selbiger berührt. Aber auch für das Gefühl, wie sagt der Rheinländer so, et Gefühl, ne? Hier gefällt's mir, hier sehe ich mich, hier fühle ich mich wohl. Ja. Weitere Punkte vergaben wir bezüglich unserer Vision von einem würdigen Leben im Alter und deren Umsetzbarkeit in jeglicher Hinsicht. Natürlich hofft man immer noch, möglichst viele selbstbestimmte Jahre vor sich zu haben, aber man weiß nie, ne? An dieser Stelle ein kurzer Exkurs in unsere Gedanken- und Gefühlswelt. Wir haben nämlich gemerkt, was das Thema Vorsorge angeht, sind wir tatsächlich sehr deutsch oder vielleicht auch europäisch. Wir können nicht im Heute leben, es genießen und nur auf das Gute für morgen hoffen. Wir müssen uns proaktiv um morgen, übermorgen und nächstes Jahr kümmern und benötigen zumindest Optionen, um im Heute glücklich zu sein. Und nein, natürlich sind nicht alle Deutschen so. Wie es nie alle sind, wenn man so einer Gruppe etwas zuschreibt. Es trinken ja auch nicht alle Uruguayos Mate. Dennoch glauben wir, es ist tatsächlich sehr deutsch oder vielleicht europäisch, sich um die Zukunft Sorgen zu machen. Allgemein verorten wir den Wunsch nach Struktur und Vorsorge eher in Gesellschaften, in denen bereits seit Generationen Demokratie, Stabilität und Überfluss vorherrschen und die Korruption gering ist. Ja, und hier endet der kleine Exkurs in unsere Gedankenwelt auch schon wieder und wir kommen zurück zum Punktesystem. Diese Punkte werden dann addiert und um die Punkte, die wir der Region für Infrastruktur geben würden, ergänzt. Ich bin selbst echt gespannt zu erfahren, ob es letztendlich eine Region ist, die weit in Führung geht, oder ob es mehrere Orte gibt, die gleich aufliegen. Nach dieser Reise wissen wir nun viel genauer, was wir möchten, nicht möchten und wo wir flexibel sein können. Diesbezüglich hat uns vor allem die Erkundungsreise sehr viel Klarheit gebracht, auch wenn sie manchmal richtig anstrengend war.
Wir wissen nun auch, dass wir uns von ein paar Ideen und Vorstellungen einfach verabschieden müssen. Zum Beispiel, weil die Gesetzeslage sowas nicht zulässt oder wir im Vorfeld einfach falsche Vorstellungen hatten. Oder. Da müssen wir jetzt erstmal über Optionen und Alternativen nachdenken. Aber was klar ist, wir lieben das Land und würden am liebsten sofort loslegen. Aber ein zweiter Trip muss noch her, bevor es wirklich Richtung Auswanderung geht. Und wer weiß, vielleicht kommen ja unsere Freunde mit auf die Reise und Uruguay begeistert sie genauso wie uns. Das würde uns auf jeden Fall riesig freuen, denn wir haben gemerkt, unsere Freunde, die haben uns schon echt gefehlt während unseres Urlaubs. Wir teilen unsere Pläne natürlich weiterhin mit euch. Euer Feedback, die Know-how-Tipps und die Teamstimmung, ja, die haben uns echt getragen. Danke dafür. Und ehrlich, manchmal fühlt sich alles eine Nummer zu groß an. Wir sind halt nicht mehr so ganz jung und da helfen eure Kommentare wirklich sehr. Im nächsten Video erzählen wir, warum wir in Uruguay eher Airbnb empfehlen und von Hotels abraten würden. Für heute sage ich Hasta la próxima zu Mathis Mate Mission.